Okay. So, jetzt wollen wir mal sehen, wo der Honig eigentlich herkommt. Wir haben hier in der Sage 10 Waben. Da hole ich die hier heraus. Die ist sehr voll. Die ist zum Schleudern geeignet. Sie ist auch gut verdeckelt. Jetzt muss ich die Bienen etwas abkehren, weil wir die ja nicht mit haben wollen beim Schleudern. Das würden die zwar überleben, aber die würden das nicht gerne mögen. Außerdem habe ich die dann in der Wohnung, also im Schleuderraum. Upla. Sind mindestens 1,5 Kilo. So. So. Das stelle ich mir gerade noch mal daher. Jetzt wollen wir mal sehen, wie der Honig aus den Waben kommt. Hier haben wir die Wabe, die wir vorhin aus dem Volk herausgenommen haben. Die Wabe ist zum größten Teil verdeckelt. Die Bienen verdeckeln den Honig, wenn eine bestimmte Reife des Honigs erreicht ist. Unter Reife versteht man, dass der Honig wenig Wasser enthält. Was die Bienen einsammeln, ist nämlich nicht Honig, sondern Nektar. Und Nektar enthält 80% Wasser. Wenn die Bienen den Nektar belassen würden, dann würde es nicht lange dauern, bis der Nektar in den Waben gärt und übrig bleiben würde Honig. Die Bienen könnten dann zwar muntere Partys feiern, aber sie hätten damit keinen Wintervorrat, von dem sie dann mit Hilfe dessen sie dann den Winter überleben könnten. Die Bienen wissen aus irgendeinem Grund, der mir unbekannt ist, wann dieser Reifegrad von höchstens 20% Wasser erreicht ist. Wenn das soweit ist, dann machen sie aus Wachs Deckelchen auf die Waben, sodass der Honig dann für den Winter konserviert ist. Das Gesetz schreibt vor, dass Honig nur verkauft werden darf, wenn er höchstens 20% Wasser enthält. Der Deutsche Imkerbund ist noch etwas strenger und verlangt von den Imkern, die unter dem Deutschen Imkerbund Honig in den Handel bringen, dass dieser Honig höchstens 18% Wasser enthält. Woher weiß ich das? Da ist einmal die Verdeckelung, die mir zeigt, dass diese Prozentzahl erreicht ist. Ein anderes Mittel, um wenigstens grob zu erkennen, ob man den Honig schon ernten kann, ist, wenn man die Wabe so schüttelt und es tropft dann kein Honig heraus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Reifegrad erreicht ist, sehr hoch. Aber man will es doch genauer wissen und dazu gibt es ein Instrument, das jeder Imker besitzt. Das ist ein sogenanntes Refraktometer, ein Gerät, das genauso funktioniert wie die Instrumente, die die Winzer benutzen, um den Öchslegrad des Weins festzustellen. Wir tun hier von der Wabe
etwas Honig entnehmen und bringen den hier auf, hier auf diese Fläche. Und wenn man das jetzt gegen Licht hält, was ich jetzt mal mache, dann, leider kann ich das nicht zeigen, sieht man, dieser Honig hat ungefähr 16% Wasser. Das ist eigentlich eine sehr gute Qualität. Okay. Um den Honig zu schleudern, müssen die Deckel entfernt werden. Dazu haben wir diese Gabel und dieses Entdeckelungsgerät. Mit der Gabel gehen wir leicht unter die Deckel und ziehen die Gabel nach oben und können so die Deckel ganz leicht abheben. Natürlich bleibt da immer ein bisschen Honig zurück und in der großen Wanne kann der im Laufe von einigen Tagen abtropfen. Manchmal ist diese Arbeit sehr umständlich, weil die Deckel festkleben und nicht so schön wie hier jetzt abgehoben werden können. Dann geht mehr Honig verloren. Der Honig ist aber nicht endgültig verloren. Ich kann den im Herbst bei dem Einfüttern der Bienen wieder verwenden. Müssen natürlich beide Seiten entdeckelt werden. Also das Material ist Wachs. Und was sich hier angesammelt hat, das ist Deckelwachs. Das ist ein besonders reines Wachs. Früher hat man dieses Deckelwachs nur für Kerzen benutzt, die in den Kirchen verwendet wurden und damit also eine besondere Weihe hatten. Jetzt wollen wir die Wabe schleudern. Dazu haben wir hier die Schleuder. Das ist eine 4-Waben-Schleuder. Das heißt, da kommen also 4 Waben rein. Die Waben müssen immer in der Richtung hier reingestellt werden. Das hängt mit der Funktionsweise der Schleuder zusammen. Dazu habe ich mal hier noch diese Wabe hergestellt. Da gibt es nämlich eine Besonderheit, die im Allgemeinen nicht bekannt ist. Die Waben sind nämlich nicht waagrecht gebaut, sondern mit Neigung V-förmig von beiden Seiten, jetzt übertrieben, geneigt. Das die Ursache dafür ist wohl, dass der Nektar, der frisch eingetragen ist, rauslaufen würde. Er ist ja noch sehr dünn und dadurch, dass die Waben geneigt sind, bleibt er eben in den Waben drin. Wenn ich den jetzt schleudern will und die Waben gehen so, dann kann ich nur in einer Richtung schleudern. Wenn ich andersrum schleudere, dann wird der Honig gerade reingedrückt. Also muss er immer so reingehängt werden und nicht so rum. Die geht mit Handbetrieb. Da muss ich also jetzt hier drehen, aber vorher
Muss ich noch zeigen, wo das hinläuft. Da haben wir hier einen Eimer, einen großen Eimer. Auf dem Eimer ist ein Tuch und dann hier dieser Doppelsieb mit einem mit einem feinen Sieb und einem Gruppensieb. Dadurch werden Wachsreste aufgefangen, die dann nicht in den Honig kommen. So, dann stellen wir hier drunter und dann machen wir hier auf und warten mal. Jetzt wird hier gedreht. Man dreht hier anfangs langsam und steigert die Geschwindigkeit allmählich. Das ist ein bisschen ungleichmäßig vom Gewicht. Dadurch eiert die Schleuder etwas. Hoppla. So, insgesamt muss man 3-mal schleudern, mindestens. Und zwar die eine Seite, die erste Seite erstmal langsam. Ah, warte mal, ich will mal gerade gucken, da läuft nämlich schon was raus. Also 3-mal. 3-mal die erste Seite mal langsam, dann dreht man die Waben um. Oh, die ist schwer. Die ist, glaube ich, die schwerste. Aber vielleicht ist es besser, wenn man die auch vertauscht. Mal sehen. Ja. Dann muss ich hier vertauschen. Das ist ein blödes Geschäft. Und jetzt kommen wir schon ganz schön schnell. So, das reicht. Da ist fast nichts mehr drin. Also kannst du es selber mal angucken. Noch dazu sagen, die Waben werden natürlich nicht hundertprozentig sauber, dass da jetzt kein Tropfen Honig mehr drin wäre, aber das macht nichts, weil ich diese Waben nochmal benutzen kann. Ich kann die wieder in eine neue Zarge reinhängen oder ich kann die Waben in eine Zarge geben und die Bienen lutschen die vollständig aus und sauber und holen das letzte Atom Honig noch raus, so dass die Wabe nachher ebenso wie diese hier aussieht. Das ist auch eine geschleuderte Honigwabe, die von Bienen vollständig sauber gemacht und auch wieder hergestellt worden ist. Ganz penibel, sauber, ausgebaut. Alles ist Da kommt wieder, kann man wieder der neue benutzen. Nektar Ja, wieder rein. wieder rein. So, jetzt sage ich nichts mehr. Dann von meinem Freund, der hat mir ein Biss geschickt. Aber wir haben hier in der Nähe auch. Also der Honig wird dann in kleineren Eimern aufgehoben und
je nach Bedarf, wie er gebraucht wird, dann in Gläsern des Deutschen Imkerbundes abgefüllt. Hier bei diesen Eimern sieht man, wie der Honig allmählich kandiert. Jeder naturbelassene Honig kandiert. Jede Sorte ist zwar unterschiedlich, aber jeder naturbelassene Honig wird irgendwann fest. Beim Rapshonig geht das sehr schnell. Schon in 6 Wochen ist der Rapshonig zu einer schönen cremigen Masse kandiert. Andere Honige, da dauert es länger. Ganz besonders lange flüssig bleibt der Akazienhonig. Um einen solchen Eimer dann in Gläser abfüllen zu können, muss der Honig warm gemacht werden. Dazu hat der Imker einen Wärmeschrank, dessen Temperatur reguliert werden kann. Honig sollte man nicht über 40 Grad erhitzen. Jeder bewusste Imker macht das auch. Der Wärmeschrank wird auf vielleicht 38 Grad gestellt. Dann, das reicht vollständig aus, um den Honig flüssig zu machen. Er muss dann an mehreren Tagen kurzzeitig gerührt werden. Und wenn diese Arbeiten alle ordnungsgemäß durchgeführt worden sind, dann gibt es einen schönen, zarten, cremigen, naturbelassenen Honig. Vielen Dank für diese Ausführungen. Der Honig vom Deutschen Imkerbund, der mit diesem Etikett versehen ist und in Gläsern dieser Art abgefüllt ist immer ein kontrollierter Honig, naturbelassen. Da ist nichts hinzugefügt und nichts ist weggenommen. Wenn jemand Honig kaufen will, dann macht er hier einen guten Kauf und kann sicher sein, dass dieser Honig nicht irgendwie behandelt ist. Das kann man ja noch dazu sagen. Ja, sicher. So, jetzt gibt's Kaffee. So, dann können wir das hier vorlesen.